Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen im Garten-Gemüse-Kiosk zu einem neuen Baustellen-Update. Seit dem letzten Update, dem Film, wo wir euch gezeigt haben, was hier los ist auf der Baustelle, hat sich doch einiges getan. Alleine schon, wenn ihr neben mich schaut, dieser riesen Haufen von Bauschutt, der jetzt bald abgeholt werden darf. Die Maurer waren fleißig und wir waren es auch. Wir haben einige der alten Steine schon raussortiert, auf Paletten zur Seite gelegt, weil wir die hier als Ressource auch nochmal neu verwenden möchten. Und deswegen haben wir uns die gesichert, die müssen noch gesäubert werden, da muss noch was passieren. Was ihr auch sehen könnt, im Hintergrund sind so Kisten mit Solarpanels. Ihr könnt euch das vorstellen, bei der Größenordnung, bei den Heizkosten, bei der Energetisierung hier ist es wichtig, dass wir selber Energie erzeugen. Und das können wir gut machen, indem wir eine PV-Anlage auf die Dachflächen bringen, auch verteilt. Das werdet ihr später noch sehen. Und was ihr jetzt auch aktuell sehen könnt, ist die Front hier vom alten Stall. Das sah früher ja ganz anders aus. Da waren diese eckigen, typischen Stallfenster drin. Uns war es ein Anliegen, dass das Gebäude wieder komplett seine Form zurückbekommt, also die Fensterform. Deswegen seht ihr auch hier, dass die Rundungen hier eingemauert sind, angepasst. So ist das Ganze ja wie aus einem Guss und wie der Hof sicherlich auch mal gedacht war. Weil innen doch auch einiges passiert ist, schauen wir uns das jetzt zusammen noch an. Dieser Raum hier ist vorgesehen für den Garten-Gemüse-Kiosk, recht schön groß gehalten. Wir haben hier schon die Dämmung an der Wand. Wir haben auch schon hier die Elektroinstallationsarbeiten, erkennbar an den roten Dosen, die hier überall auftauchen. Wir sehen auch im hinteren Bereich die Sanitärbereiche, da soll Wasser verfügbar sein. Und ihr seht an den Wänden, dass es so ein bisschen unregelmäßig gräulich erscheint. Die sind schon vorgespritzt, denn wir haben uns für diesen Raum für Lehmputz entschieden. Also der Putzer wird hier dann darauf arbeiten können. Was wir auch noch sehen, ist die Decke oben, die wird noch abgehangen. Das muss dann noch passieren. Ja, soweit für diesen Raum. Ich würde sagen, wir gehen in den nächsten. Jetzt komme ich hier über den Flur, wo es übrigens auch so aussieht wie in dem Raum, wo wir eben waren, in das Einzimmer-Apartment der Garten-Gemüse-Kiosk Oma, also meiner Mama. Die hat sich hier ganz viel bei gedacht und ganz viel getüftelt, wie sie das hier so haben möchte. Es ist ein sehr schönes und großzügiges Einzimmer-Apartment geworden. Und wir sehen auch hier, die Decke wird noch abgehangen. Es ist schon vorgespritzt, denn auch hier kommt Lehmputz an die Wand und das finde ich ganz schön, gerade fürs Raumklima. Frische Luft, gute Luft ist wichtig für sie und das mit dem Lehmputz, also die Wahl, unterstützt die gesundheitliche Komponente nochmal sehr, denke ich. Auch hier sind Elektroinstallationselemente schon alle eingebracht. Ihr seht, der Boden, der muss natürlich noch den Aufbau bekommen, sprich Isolierung, Estrich, Fußbodenheizung. Das kommt alles noch. Und was vielleicht ganz interessant ist, wenn ich jetzt hier in dem Raum stehe, es ist eine riesige Fensterfront da, damit ganz viel Licht reinkommen kann. Den Ausblick in den Garten hat sie auch. Wir werden uns das gleich von außen auch nochmal anschauen, denn ich glaube, im letzten Video war das noch gar nicht fertig. Zum Verständnis, hier kommt ein Kochbereich rein, also ihre Küche mit kleiner Insel, wird sie hier installieren. Da über den Weg kommt sie zu uns in die Küche. Also ich habe einen ganz kurzen Weg und sie eben auch, was uns sehr wichtig war. Hier soll ein Essbereich hin, also ein Tisch. Und in dieser Nische neben dem Eingang ein bisschen Garderobe als auch Wohnzimmer, also sprich Couch und so. Diese Nische möchte sie zum Schlafen haben. Und dann hat sie hier noch ein Badezimmer. Wichtig ist hier natürlich, dass alles ohne irgendwelche Stufen zu begehen ist. Das war uns sehr wichtig. Auch die Türen, alles ist ausgeklügelt, sodass auch sie in Vorfreude ist, dass das hier fertig wird und sie dann auch hier mit uns zusammenziehen kann. Schaut euch das an. So sieht die Fassade jetzt aus, fertig gemauert. Die Mauerarbeiten sind soweit durch. Ich bin sehr glücklich damit und finde das wunderschön, weil die Form von den ursprünglichen Bögen wieder aufgegriffen ist, die Symmetrie hier eingearbeitet ist und ich muss sagen, die Maurer haben das richtig wunderbar ganz toll hinbekommen. Das ist gar nicht so einfach, da braucht man schon ein Händchen für. Ich finde, das haben sie ganz toll gelöst. Und wie ihr hier sehen könnt, der Grill steht da, wir haben ein paar Bierbänke hier. Wir haben mit den Jungs, mit den Maurern natürlich zwischendurch mal gegrillt und dann das ein oder andere Richtfest gefeiert, ebenso mit Freunden und Bekannten. Das gehört dazu. Man kann nicht immer nur schuften, man muss auch zwischendurch mal Zeit haben zum Klönen, zum Zusammensitzen. Und wenn wir jetzt hier rüber schauen, dann seht ihr bei uns an dem Wohnteil, dass die neuen Fenster drin sind. Endlich, das hat sehr lange gedauert, das hat uns auf eine Geduldsprobe gestellt oder stellt es uns auch weiterhin, denn für diese Seite sind die Fenster natürlich auch bestellt und der Fensterbauer hat sehr lange Lieferzeiten. Aber ich hoffe, das wird auch noch werden und dann klappt das.
Und hier in dem Wohnteil können wir sehen, die neuen Fenster sind jetzt drin. Das Oberlicht fehlt leider immer noch, das wird noch kommen. Die Gerüste stehen noch da für die PV, da wird noch richtig was passieren. Und im Wohnteil drin, also hier hinter versteckt sich ja die Wohnküche und die Räumlichkeiten, da hat sich auch was getan. Da werden wir jetzt mal zusammen schauen, wie es aktuell aussieht. Für mich sehr spannend ist, die ganze Konzeption auf Papier dann in der Realität zu leben oder zu erleben, zu schauen, wie sind die Räumlichkeiten. Und was mir sehr wichtig war, war die Geschichte, hier hinter ist ja die Küche. Und hier, wo wir jetzt stehen, ist der alte Stall. Und ganz früher gab es hier eine Tür und die haben wir wieder aufgemacht. Also den alten Gedanken wieder aufgegriffen. Aktuell ist eine Baustellentür drin. Das wird sich natürlich alles noch ändern, seht ihr ja. Aber hier hinter geht es in die Wohnküche. Hier in der alten Küche, also war ja vorher auch die Küche, seht ihr schon, ist es alles entkernt. Es ist alles rausgenommen, wir haben den Putz runtergenommen, der war teilweise auch bröckelig. Wir sehen darunter das Fachwerk, die Balken, die Stiele, die Steine. Hier war früher eine Tür, die haben wir zugemacht, denn an der Stelle brauchen wir sie nicht, dafür haben wir diese hier aufgemacht. Auch an der Decke haben wir alles runtergenommen und da sehen wir noch die Strohteile, die früher da verbaut worden sind. Unser Lehmputzer ist da gar nicht so traurig drum, der sagt, das können wir lassen, das kann er wieder weiterverwenden, das ist wunderbar. Im Moment ist es natürlich große Baustelle, Elektro wurde auch schon verlegt, gerade in der Küche ist es super wichtig, da hat man ja sonst schon mal eher zu wenig Steckdosen, dem haben wir jetzt Abhilfe geschaffen. Was auch passiert ist, habt ihr von außen schon gesehen, das Fenster, was vorher drin war, wurde ersetzt. Und jetzt haben wir 2 Fenster achsensymmetrisch zu dem Raum da hinten. Und wir gehen jetzt einfach mal ein Stück weiter, dann könnt ihr noch mal aus einer anderen Perspektive hier schauen. Ein Stück weiter gegangen, ihr seht hier so ein Riesending neben mir, das ist der Buffetschrank. Den habt ihr in seiner vollen Schönheit auf Instagram bestimmt schon sehen können. Den haben wir ja gar nicht rausbekommen. Der ist so groß, so schwer. Den kann man natürlich in 2 Teile unterteilen, aber er ist riesengroß. Ich glaube, der wurde hier zusammengebaut. Der war auch schon in dem Haus drin, als wir es übernommen haben. Deswegen, weil wir ihn auch behalten wollen, haben wir ihn ganz liebevoll, vorsichtig eingepackt, dass da auch in der Baustelle nichts drankommt. Den werden wir nämlich in diese Küche auch weiterhin integrieren. Den Boden haben wir großzügig abgedeckt, da sind ja diese Steinfliesen drunter. Hier an der Seite konnten wir die nicht erhalten, was nicht so schlimm ist, denn hier war es wichtig, dass wir mit den ganzen Sanitärbereichen, Rohren und Anschlüssen hier mal Klarschiff machen. Da kommt später sowieso die Küchenzeile drüber, dann sieht man gegebenenfalls Unterschiede auch nicht mehr, ist da nicht so dramatisch. Ich stelle mir das so vor, dass ich hier schön an der Spüle mein Gemüse wasche oder Teller abwasche und schön rausgucken kann in den Garten direkt. Das macht mich sehr glücklich, die Wohnküche überhaupt. Und die geht dann hier weiter. Und hier vorne soll der Kochbereich hin, sodass auf der Seite, wo jetzt mein Mann mit der Kamera steht, eine Sitzgruppe sein kann, dass man immer im Austausch ist, aber in einem Raum ist. Und was ich ganz, ganz toll finde und mich auch beim Heiko ganz doll bedanke, ist diese wahnsinns super Idee. Ich hatte den Wunsch, dass die ganzen Gefache hier leer sind. Da habe ich auch fleißig dran mitgearbeitet. Dann wurde hier und da was ausgebessert und ich wollte es hier offen haben. Und der Heiko hatte eine super Idee, also unser Zimmermann, dass man das nicht einfach nur gerade und abstützt mit einem Querstiel da oben, sondern er hatte auch noch einen Bogen drin. Und er hat mitbekommen, wie dieses Bogenthema bei den Fenstern uns auch und den Türen so wichtig ist, sodass er das wieder aufgegriffen hat und hier abstützenderweise eingebaut hat, was wir super, super schön finden. Und ich finde, das macht das Gesamte noch mal runder und gibt dem noch so ein i-Tüpfelchen drauf. Also wenn ich mir vorstelle, vielleicht dann in Zukunft oder hoffentlich die Kochvideos hier an der Stelle, wie ich euch zeige, wie wir unser Gemüse weiterverarbeiten, zubereiten. Das wird spannend, ich freue mich schon richtig drauf. Ich habe jetzt einfach die Position mit der Kamera getauscht, stehe also jetzt auf dieser Seite, hier in dem Essbereich und ihr könnt ganz gut sehen, auch dieser Raum ist entkernt, vorbereitet mit Elektro und was wirklich gut war, was wir am Anfang nicht vorhatten, wir haben jetzt viel mehr aufgemacht und entkernt, als wir das am Anfang geplant hatten. Ich weiß, eine Baustelle wird immer größer und teurer, als man das am Anfang kalkuliert, das ist ja normal. Aber dadurch, dass wir so viel entkernt haben, rausgenommen haben, konnten wir sehen, wo sind Schwachstellen, wo ist vielleicht das Fachwerk, das Holz nicht mehr in Ordnung, wo ist Feuchtigkeit, wo sind Ameisen und all solche Sachen sind uns entgegengekommen. Gott sei Dank, ansonsten hätten wir die vielleicht gar nicht bemerkt. Hier der Raum, wie auch die Küche, soll auch mit Lehm geputzt werden. Ihr merkt schon, wir sind ein bisschen verliebt in den Lehmputz. Wir sind sehr gespannt, wie das dann hinterher
aussieht und sich auch lebt. Wir haben das mal eine Zeit lang ausprobiert in der Ferienwohnung. Das hat uns sehr gut gefallen, deswegen haben wir uns auch dafür entschieden. Hier in dem Raum wurde jetzt der Boden, der vorher drin war, Laminat und Unterkonstruktion und so, alles abgebaut. Hier ist schon neu aufgefüllt. Hier soll auch die Fußbodenheizung rein und die Steinfliesen von der Küche, wie sie jetzt schon vorhanden sind, einfach weitergeführt werden, sodass dieser Raum auch vom Bodenbild eine große Fläche dann bilden kann. Was wir auch sehen können, ist hier unser Terrassenfenster von der anderen Seite. Wie gesagt, das Oberlicht ist noch in Arbeit. Das dürfte auch bald kommen. Und das wird alles noch schön gemacht und eingebaut. Und so haben wir einen recht großen Bereich, wo Sonnenlicht reinkommen kann und der Raum dann lichtdurchflutet ist, was uns sehr wichtig ist. Also ich glaube, das wird der Kern des Hauses werden, wo man sich trifft, wo man isst, wo man spricht. Und jetzt abschließend schauen wir hier nochmal um die Ecke. Das ist nämlich noch ein Raum, den wir auch ganz schön rangenommen haben, wo viel passiert ist. In dem weiteren Zimmer, wo wir hier sind, als Kinderzimmer gedacht, ist auch viel passiert, wie ihr seht. Es ist vorbereitet, denn auch hier kommt Lehmputz dran. An manchen Bereichen, wo neu aufgemauert wurde, muss mit Sicherheit noch vorgespritzt werden, aber dann kann das auch passieren. Auch hier ist Elektro verlegt worden, das passt gut. Und was ich aber ganz spannend finde, wenn man so den Putz abkloppt in seinem neuen Haus, dann findet man so viel Geschichte. Und es ist super interessant, auch vom Grundriss her, wie das Haus auch mal gedacht war. Ja, wir haben hier hinten in den Wohnbereich, das ist das alte Kammerfach von dem Vierständer-Hallenhaus. Und hier war früher mal eine Tür drin, das kann man ganz gut sehen. Die ist dann zugemauert worden. In einem anderen Bereich haben wir uns dafür entschieden, die wieder aufzumachen. Hier bleibt sie jetzt zu, aber das ist sehr, sehr spannend. Auch wenn man im Fachwerk guckt, wo war früher mal ein Ofen, wo stand eine Hexe, wo ist ein Kaminzug, all solche Spuren, so geschichtliche Spuren, kann man sehen, wenn man eben aufmacht. Und auch was nicht in Ordnung ist, damit man das direkt reparieren kann und das Haus möglichst lange am Leben erhält und auch drin leben kann. Wir können hier auch sehen, dass die neuen Fenster schon eingebaut worden sind, auf dieser Seite, ebenso aber auch auf dieser Seite hier. Und vielleicht erinnert ihr euch, wie es vorher aussah. Dieses Zimmer war ein Kaminzimmer und hatte einen Terrassendurchgang, einen eckigen, einen ganz modernen, der uns jetzt nicht so zugesagt hat. Deswegen haben wir das hier angepasst und umgebaut. Und vielleicht habt ihr das ja auch mitbekommen, wir haben sehr, sehr lange nach einem Hof gesucht. Wir sind auch ein bisschen rumgereist, haben uns viel angeguckt. Denn ihr wisst ja, in unserem Online-Shop, in unserem Kiosk, wir verkaufen Bio-Saatgut, kleinere Mengen, aber dafür ist viel Vielfalt möglich im Hobbygarten. Dementsprechend sind die Saaten und die Portionen auch angepasst. Und ihr findet bei uns ja auf dem YouTube-Kanal mittlerweile über 500 Videos, ganz viele Gemüseanbauvideos. Und an dieser Stelle möchten wir uns bei euch auch sehr herzlich bedanken für eure Unterstützung und vor allen Dingen auch für eure wertschätzenden Worte, die E-Mails, die zwischendurch kamen und uns auch nochmal motiviert haben, dass wir hier weitermachen und bloß nicht aufgeben. Vielen lieben Dank. Ganz zum Abschluss gibt es noch einen Raum, den wir euch noch nicht gezeigt haben und da gehen wir jetzt noch zusammen hin. Jetzt sind wir im Schlafzimmer. Der Raum hat so ungefähr 14, 15 Quadratmeter in der Fläche. Wir haben den Boden auch komplett entkernt, rausgenommen. Seht ihr ja, hier soll auch eine Fußbodenheizung rein. Das muss auch, damit das mit dem ganzen System der Modernisierung und Wärme und Heizung überhaupt passt. Auch hier sind Steckdosen und Schalter und Lichter und so alles schon eingebaut. Die Wände sind offen. Wir sehen das Fachwerk auch noch hier. Auch in diesem Raum soll Lehmputz aufgebracht werden. Und was ich ja eben schon angedeutet hatte, ist, hier war früher die Tür, wie das früher im Kammerfach war, wie in dem anderen Raum auch. Und wir haben uns hier dafür entschieden, dass wir gerne diese Tür wieder nutzen möchten, also vom Schlafzimmer ins Wohnzimmer. Deswegen sind die Steine hier schon raus. Das ist nur noch Putz, den muss man später nur noch rausnehmen. Die Tür kommt rein aus der Küche. Also wir arbeiten auch wieder hier mit Ressourcen, die da waren, die wieder neu verbaut werden. Da ist nämlich auch noch eine alte Tür. Was auch passiert ist hier in dem Raum, sind die neuen Fenster, die schon drin sind. Und ja, ich denke, als nächstes kann der Putzer kommen und hier weiter loslegen. Ich bin gespannt, auch selber gespannt, auf das nächste Video, auf das nächste Baustellen-Update. Ist schon eine ziemlich spannende Geschichte, wenn man so ein Haus entkernt und wieder zu neuem Glanz erstrahlen lässt. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns unheimlich freuen über einen Daumen nach oben. Wir freuen uns auch über eure Kommentare. Ich glaube, es sind ganz viele unter euch, die auch viel mit Baustellen, mit Renovierung, vielleicht auch mit Sanierung zu tun hatten oder haben. Wir freuen uns auch über eure Kommentare. Zum Weiterschauen verlinkt haben wir einmal hier oben unsere Playlist mit ganz vielen Anbauvideos zum Thema, wie baue ich Gemüse erfolgreich an.
Und hier unten haben wir unsere Playlist mit den ganzen Hofgeschichten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei euren Projekten und sage mal bis zum nächsten Mal. Eure Jen.